Ein Kreuzbandriss heißt nicht automatisch Operation, besonders nicht, wenn du über 40 bist. Denn die Behandlung sieht in deinem Alter oft ganz anders aus, als viele denken. Vielleicht geht es dir gerade so. Du hast die Diagnose bekommen, dein Knie fühlt sich instabil an, Treppensteigen ist plötzlich unsicher und sofort stellst du dir die Frage, muss ich jetzt wirklich unters Messer? Genau darüber sprechen wir heute und ja klar, was du machen kannst, um dein Knie wieder stabil zu bekommen. Wenn man jung ist, wird ein Kreuzbandriss meistens operiert. Junge Sportler wollen zurück auf den Platz, in der Halle oder auf die Skipiste. Da ist ein OP oft der Standard. Aber mit 40, 50 oder 60 sieht die Situation anders aus. Viele wollen einfach wieder sicher laufen, schmerzfrei Radfahren, wandern, joggen oder mit den Enkelkindern spielen und nicht unbedingt wieder Leistungssport betreiben. Genau hier kommt die konservative Behandlung ins Spiel. Studien zeigen, dass Menschen über 40, die ihr Kreuzband ohne OP behandeln, ähnlich zufrieden mit ihrem Knie sind, wie diejenigen, die operiert wurden. Eine Untersuchung hat nach 2 Jahren kaum Unterschiede zwischen den Gruppen gefunden, sowohl bei der Stabilität als auch bei der Beweglichkeit und der Lebensqualität. Noch spannender ist eine Langzeitstudie über 30 Jahre. Menschen, die ihr Kreuzband konservativ mit Training behandelt haben, hatten auch nach Jahrzehnten ein stabiles, funktionierendes Knie und waren in ihrem Alltag sehr zufrieden. Mit den richtigen Behandlungen und gezieltes Training kannst du dein Knie langfristig stabil und funktionell halten. Die konservative Behandlung ist also eine echte Alternative, besonders wenn dein Ziel Alltags-, Lebensqualität und Bewegungsfreiheit ist. Ein wichtiger Punkt noch: Je früher du mit dem gezielten Training und der Reha beginnst, desto besser sind die Chancen, dass dein Knie stabil wird. Schon in den ersten Wochen nach der Verletzung kannst du viel erreichen, wenn du dein Knie richtig bewegst und stärkst. Bei der konservativen Behandlung geht es nicht darum, dein Kreuzband selbst zu reparieren, sondern dein Knie wieder stark und stabil zu machen. So schützt du dein Knie vor weiteren Problemen und bekommst deine Beweglichkeit zurück. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Wenn du einen vorderen Kreuzbandriss hast, dann ist die wichtigste Muskelgruppe, die du trainieren solltest, die hinteren Oberschenkelmuskel, also Hamstrings. Sie übernehmen quasi die gleiche Funktion wie dein vorderes Kreuzband und verhindern, dass dein Unterschenkel nach vorne rutscht, wenn du dich bewegst. Mit diesen beiden Übungen kannst du die gezielt stärken und dein Knie wieder Stabilität schenken für den Alltag und Sport. Für die erste Übung wäre es super, wenn du vielleicht solche Gewichtsmanschetten hast. Die helfen dir, die Übung anstrengend genug zu machen. Es ist wichtig, um einen Trainingeffekt zu haben, dass die Übung sich auch anstrengend anfühlt. Du könntest die gleiche Übung aber auch mit dem Gummiband machen. Als erstes legst du dich auf den Bauch hin. Deine Knie sind hüftbreit auseinander und du hast das Gewicht so tief wie möglich unten an den Unterschenkel. Und aus dieser Position solltest du ganz einfach die Ferse Richtung Po bewegen, also das Knie beugen. Wichtig hierbei ist, dass die Bewegung in eine gerade Linie passiert, also du kontrollierst die Bewegung ganz langsam, so dass dein Bein in die Beugung und in die Streckung in eine Linie geht und passiert keine Gewackel von den Unterschenkeln. Schön in eine Beugung reingehen, so weit wie du kannst. Nutze auch das Gewicht, um noch tiefer die Kniebeugung wieder zurückzuerobern. Sehr häufig haben Patienten eine Einschränkung von der Kniebeuge, wenn sie einen Kreuzbandriss haben. Und dann langsam wieder strecken. Es ist wichtig, dass auch hier das Gewicht schwer genug ist oder du erhöhst die Wiederholungszeit so häufig, bis du hinten an der Oberschenkel eine Anstrengung fühlst. 15 bis 20 Wiederholungen sollen es werden. Wenn du die 15 zum Beispiel erreicht hast, langsam und kontrolliert, dann bleib in der Position von 90 Grad Beugung in den Knien. Wichtig ist, dass der Unterschenkel jetzt stabil bleibt und aus dieser Position versuchst du dann,
die Oberschenkel von dem Boden zu heben. Langsam und kontrolliert nach oben, behalte die 90 Grad und hier ebenfalls noch 15 bis 20 Wiederholungen. Somit trainierst du beide Funktionen von den Hamstrings, also die Kniebeuge, aber auch die Streckung der Hüfte. 3 Serien sollen es werden und die Wiederholungszahl zwischen 15 und 20, je nachdem, wie schwer deine Gewichtsmanschette sind. Die nächste Übung dient ebenfalls zur Stärkung von den hinteren Oberschenkelmuskeln. Um die Übung hier etwas anstrengender zu machen, kannst du so ein Gummiband nutzen. Dafür solltest du den direkt überhalb von deinen Knie platzieren, so dass das Knie frei ist und im unteren Drittel von deinen Oberschenkel platziert ist. Du legst dich auf dem Rücken hin und jetzt als erstes machst du deine Beine so auseinander, dass du eine leichte Spannung hast von dem Gummiband und den darfst du nicht verlieren. Auch hier sollte das Gummiband so gewählt werden, dass die Übung für dich anstrengend ist. Aus dieser Position hebst du erstmal mit beiden Füßen auf dem Boden deine Knie von dem Boden weg. Bleib oben in einer stabilen Lage, so dass Schulter, Becken und Knie in einer Ebene sind. Halte diese Position und als erstes solltest du dann dein verletztes Knie strecken. Also in dem Fall, wenn rechts mein verletztes Knie wäre, solltest du dann rechts das Bein strecken, so dass du nicht die Hüftbreite verlierst und gleichzeitig darf dein Becken auch nicht absacken, sondern schön oben bleiben und hier auch in der geraden Linie bleiben. Du bleibst in der Position für 10 Sekunden. In dem Fall wird dann erstmal die gesunde Seite sein, die arbeitet. Oben halten und dann beugen. Und nun soll das verletzte Knie arbeiten. Also rechts, wo ich die Verletzung habe, würde dann in der zweiten Runde stabilisieren, Gesäß gut anspannen und ebenfalls hier das andere Bein 10 Sekunden lang oben in der Streckung halten. Nachdem die 10 Sekunden vorbei sind, kannst du dann das Becken langsam wieder senken und das Ganze sollst du dann 5-mal wiederholen. Also wieder mit dem Becken hoch, Gesäß gut anspannen, zuerst das verletzte Knie strecken, deine Knie bleiben hüftbreit auseinander, deine Beine bleiben hüftbreit auseinander, gestrecktes Knie 10 Sekunden lang halten, zuerst das verletzte und dann wieder senken. Ordentlich Druck mit der Ferse auf den Boden, Gesäß nochmal ordentlich anspannen, Oberschenkel hinten ordentlich anspannen und dann nochmal die gesunde Seite heben. Hier solltest du besonders darauf achten, dass das Becken in einer Linie bleibt. Ebenfalls 10 Sekunden und das Ganze 5-mal. Auch für die dritte Übung brauchst du dann dein Gummiband. Leg dich mit der verletzten Seite nach oben auf der Seite hin. Deine Hüfte ist in ungefähr 60 Grad nach vorne und deine Knie in ungefähr 90 Grad Beugung. Aus der Position versuchst du dann deine beiden Unterschenkel, die Füße von dem Boden zu heben, sodass du das Becken etwas nach vorne drehst und aus dieser Position hast du zu Beginn eine Innendrehung der Hüfte, eine leichte. Und jetzt mit dem Gummiband unten an den Knien versuchst du die Ferse aufeinander zu lassen, aber die Knie auseinander zu bringen. Und dann langsam wieder senken. Du spreizt die Beine auseinander, machst eine Abduktion der Hüfte, die Füße bleiben aufeinander und dann langsam wieder senken. Diese Übung wird dir helfen, deine Gesäßmuskulatur zu stärken. Und diese Muskelgruppe ist besonders wichtig, um deine Beinachse gerade zu halten und somit die Belastung auf den Meniskus und auf die Bänder zu reduzieren. 12 Wiederholungen, 12 bis 15 Wiederholungen solltest du durchführen und das Ganze 3-mal. Wenn dir dieses Video gefällt und du dauerhaft etwas Gutes für deinen Körper tun willst, egal ob Rücken, Knie, Schulter oder welcher Gelenk auch immer, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Videos für deine Gesundheit. Für die nächste Übung brauchst du nun ein schweres Gewicht. Guck mal erstmal, was du dich zutraust. Beginn lieber etwas langsamer und dann steigere es.
Wichtig für deine Muskulatur ist, dass sie auch eine Herausforderung braucht. Und diese Übung nennt man dann rumänische Kreuzheben. Und dafür nimmst du dann ein Gewicht mit beide Hände oder 2 kurze Hanteln, platzierst deine Füße hüftbreit auseinander. Wichtig bei der Übung ist, dass deine Wirbelsäule gerade bleibt und du versuchst, das Gesäß so weit nach hinten zu schieben, bis du eine Dehnung an dem Gesäß und hintere Oberschenkelmuskel spürst. Also, du beugst deine Knie und schiebst mit geradem Rücken dein Po nach hinten, so weit wie du kannst, bis du eine ordentliche Zugspannung spürst in den Oberschenkel und in den Gesäß und aus der Position wieder zurück. Hier ist der ausschlaggebende dein Gewicht. Je schwerer das Gewicht ist, desto effektiver ist auch die Übung. Also Brust nach vorne zeigend, dann mit dem geraden Rücken vorwärts beugen Richtung Oberschenkel und das Gesäß so weit wie du kannst nach hinten schieben, bis du einen ordentlichen Zug an den Oberschenkel und Gesäß spürst und dann wieder zurück. Deine Knie sollen sie möglichst wenig beugen, beziehungsweise sie dürfen auf gar keinen Fall vor deiner Fußspitze sein. 12 bis 15 Wiederholungen sollen das werden und das Ganze 3 Serien lang. Also hüftbreit auseinander, Gewicht fest mit beiden Händen, dein Brustkorb, deine Wirbelsäule bleibt gerade. Dann schiebst du deine Hüfte so weit wie du kannst nach hinten, nicht in Hohlkreuz bleiben, sondern das Oberkörper oder die Wirbelsäule allgemein ganz gerade halten. Und dann stell dir mal vor, du wirst auf eine Sitzbank hinsetzen. So weit wie du kannst nach hinten, bis der Zug ordentlich im Gesäß und Oberschenkel stattfinden und dann kontrolliert langsam wieder hoch. Was auch bei dieser Übung wichtig ist, ist, dass du auf deine Beinachse achtest. Also, wenn du in die Kniebeuge reingehst, schiebst du dein Gewicht nach hinten Richtung Po und dein Knie soll nicht nach innen oder nach außen wackeln, sondern schön in einer Linie bleiben, möglichst hinter deine Fußspitze und der Zug als erstes an den hinteren Oberschenkelmuskel und Gesäßmuskel. Und dann kontrolliert wieder nach oben kommen. Und unsere letzte Übung dient dann zur Stärkung der Wade, Vorder- und hintere Oberschenkelmuskulatur. Dafür solltest du dich an eine Wand dran setzen. Geh in eine Kniebeugung rein. Zielweise wären 90 Grad Kniebeugen, sodass die Oberschenkel parallel zu Boden sind. Zu Beginn kannst du aber die Übung etwas höher machen, damit du dich erstmal an diese Übung rangewöhnst und ein bisschen rantastet. Wie viel kannst du, wie viel hält dein Knie aus, okay? Aber zielweise wären dann die 90 Grad. Dein Rücken bleibt fest an der Wand dran. Stell sicher, dass deine Füße auf dem Boden bleiben und nicht wegrutschen. In der Position verbleibst du erstmal 10 Sekunden und nach 10 Sekunden versuchst du dann, deine Ferse von dem Boden zu heben. Langsam und kontrolliert hebst du die Ferse hoch und senkst sie wieder, beide gleichzeitig, damit du dann noch zusätzlich deine Wade stärken kannst. Und jede Serie beinhaltet erstmal 10 Sekunden bleiben in der Position und danach noch 12 bis 15 Wiederholungen von dem Fersenheben. Wenn du die Wiederholungen fertig hast, dann einfach von der Wand wieder hoch. Also entweder mit festen Schuhen oder du stellst sicher, dass du mit den Füßen nicht rutschen kannst. Rücken an der Wand, Gesäß an der Wand, Schulter an der Wand und als erstes in der Position einfach sitzen bleiben, sodass dein Gewicht komplett von deinen Beinen gehalten werden und deine Knie bleiben oder deine Beine bleiben hüftbreit auseinander. Erst nur 10 bis 15 Sekunden halten. Nachdem du diese Zeit gehalten hast, dann versuchst du langsam und kontrolliert, deine Ferse von dem Boden zu heben und dann wieder zu senken. Zu heben und dann wieder zu senken. Achte darauf, dass wenn du die Beine hebst oder die Füße hebst, dass du weiterhin mit deinen Beinen in einer Achse bleibst und dein Knie nicht abweicht nach außen oder nach innen.
In manchen Fällen wird es empfohlen, dass du zusätzlich noch eine Schiene trägst, die dein Knie extra Stabilität verleiht. Auch wenn du eine tragen solltest, kannst du sorgfrei diese Übungen machen. Die werden dir nur helfen, dein Knie so schnell wie möglich wieder stabil zu bekommen. Und denk dran, je früher du anfängst, desto schneller wird dein Knie wieder besser. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ciao!